Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Wie ihr schon sehen könnt, heute geht es in der aktuellen Runde zu dem letzten Spiel. Da freuen wir uns auch riesig drauf. Ja. Denn ihr seht hier was. Es ist ganz schön warm. Ja, es ist mega heiß. Ich schütze auch schon total extrem. Ja. Große Anlandung heute, ne? Genau. Liegen am Strand und schauen mal, was da so kommt. Ja, ich schaue, was kommt, ne? Ja, genau. Ich sonne mich und schaue, was kommt. Also heute wird brutal. Was haben wir heute alles? Wir haben die Anlandung an sich. Genau. Die wird spannend, weil da kommen auch nochmal neue Regeln auf uns zu, was wir so noch nicht hatten. Also durch die einzelnen Wasserschichten und Fahrzeuge und Mannschaft aus den Landungsbooten raus und sich dann über den Strand kämpfen. Ja, und auf Japaner-Seite halt das Gegenteil. Genau. Die sind versteckt und eingegraben, wie man sieht. Genau. Die Jungs sitzen in ihren Löchern und warten drauf, dass irgendwas passiert. Ja, und da werden wir natürlich entsprechend mal schauen, was uns hier widerfährt. Ja, wir haben auf alle Fälle das ganze Wasser. Von den Regeln her wird es natürlich nicht mit tiefem Wasser gespielt, weil wir ein bisschen im hinteren Bereich natürlich auch Fläche brauchen, damit wir hier ein bisschen noch was tun können. Es gibt ja andere Anlandungen, die auch mit tiefem Wasser noch spielen. Das hat dann damit zu tun, wenn da die Landungsboote oder was abgeschossen werden, dass dann die Truppen tot sind komplett. Ja. Das haben wir in diesem Fall jetzt hier nicht. Das heißt, die Truppen werden auf alle Fälle in irgendeiner Weise angelandet. Aber ja, ich denke, das wird, glaube ich, noch ein ganz schönes Scharmützel. Ich denke auch. Der Japaner hat etwas die Unterzahl diesmal. Du hast 750 Punkte zu vergeben gehabt. Ich habe 1000 Punkte. Das ist, glaube ich, 1008 hatten wir gesagt. Ne? Genau. Ja. Die Landungsboote sind kampagnentechnisch bei mir umsonst. Dafür hat der Japaner damals die Gebäude für die Kampagne bekommen. Deswegen habe ich hier ein leichtes Überverhältnis. Deswegen spielt man normalerweise Anlandungen ja 1:2 im Verhältnis. Das haben wir hier jetzt nicht getan, weil ich die Landungsboote entsprechend noch dabei habe. Ja. Die haben wir da so ein bisschen berücksichtigt. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich einfach mal in die Armeevorstellung, oder? Würde ich sagen. Ja, bis gleich. Bis gleich. So, kommen wir zu den verteidigenden Japanern. Wir haben noch ganz vergessen zu erwähnen, ich hatte ja bei der Cool Seas Schlacht ein bisschen abgeschmiert und habe kaum Landungsschiffe versenken können. Das war jetzt nett ausgedrückt. Ja, also meine Flotte hatte total versagt. Dann hätte ich normalerweise die Option gehabt, dann mir noch ein Zusatz-MG, glaube ich. Ne? Oder das Zusatz-MG hast du doch schon so. Eins hatte ich, aber das zusätzliche war aus einer anderen Klamotte. Befestigungseinrichtung hätte ich jetzt da bekommen können. Aber dem war nicht so, aber es sieht trotzdem eigentlich relativ gut aus. Wir haben zwei große reguläre Trupps kaiserlich-japanische Infanterie, die einmal hier und hier einmal in den man sieht schon, es ist sehr warm, die sitzen im Schatten, die Jungs. Genau, richtig. Dann haben wir hier ein großes Geschütz, was auch ganz neu ist. Das seht ihr dann in einem separaten Video. Das ist hier die 75 mm Flak der Japaner von Fantasy Terrain. Haben wir das hier mit bekommen. Und ja, das ist somit ein bisschen Hauptziel von Christian auch. Genau, das habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, das Geschütz. Das gefällt mir super. Also Qualität astrein, super bemalt. Ja, super. Also ich kann nur staunen, ehrlich. Passt gut rein. Ja. Dann haben wir noch einen Air Observer, sehr wichtig, der sich hier versteckt hat. Dann natürlich unserem Offizier, ein Leutnant mit seinem Assistenten, der hat sich hier verkrümelt. Oh, ich hoffe, ich kriege den auf die Kamera. Genau. Dann haben wir hier ein MMG in der Befestigung. Das gleiche auch nochmal hier. Auch regulär. Dann hat sich hier ein Anti-Tank-Rifle versteckt. Und hier ist noch der Spotter von der Flak. Und haben wir es vergessen? Ah ja, wir haben hier hinten noch eine leichte Haubitze. Und das sind die japanischen Verteidiger.
Super. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Amerikanern. Genau, dann übergebe ich mal den Fackel und dann geht's los. Ja, kommen wir zu den Amerikanern. Die habe ich hier vorne mal leicht drapiert. Das sind die 3 Landungsboote. Hier ein Higgins-Boot, 2 LCM-3 Landungsboote. Die Landungsboote haben je 2 MGs. Für die Sarissa-Bausätze gibt es die leider noch nicht. Falls irgendjemand weiß, wo man für sowas ein paar MGs bekommt, schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Das würde mich echt freuen, da irgendwie was drauf zu bauen, damit man auch entsprechend sieht, dass die MGs haben. In den Landungsbooten ist einmal hier ein M8 Scott. Genau, der hat ein HMG und eine Haubitze. Das hier ist ein Flammenwerfer Stuart. E7 Mechanized schimpft sich der. Den haben die US Marines damals in kleiner Stückzahl im Pazifik eingesetzt. Hier ist ein, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ein LVT A1, glaube ich. Der sieht richtig gut aus. Genau, das ist ein Schwimmpanzer, der mit 3 MGs und einer leichten Pack ausgerüstet ist. 7 plus Schadenswert. Haben, glaube ich, die beiden kleinen Panzer eine 8 plus und er hat eine 7 plus. Des Weiteren kommen wir zu den Fußtruppen. Ich habe hier einmal einen unerfahrenen Leutnant mit 2 Kumpels. Zweimal einen sogenannten Schultermörser. Das ist ähnlich einer Bazooka, nur dass die Mörsermunition verschießen. War eine experimentelle Waffe im Pazifikkrieg und steht, glaube ich, in dem Mariana und Palau als Regel mit drin. In dem Kampagnenbuch. Mhm. Genau, in dem Kampagnenbuch. Dann genauso aus dem Kampagnenbuch eine, eigentlich sind es Assault Marines. Ich habe hier jetzt einen Ingenieurstrupp aufgestellt, weil ich die Regeln im Easy Army nicht gefunden habe. Deswegen, die sind von der Bewaffnung her gleich, nur dass ich bei den Assault Marines hätte 2 Flammenwerfer aufstellen können. Wollte ich in dem Fall jetzt so und so nicht, deswegen sind es Veteranen-Ingenieure in dem Falle. Dann habe ich hier vorne noch zweimal einen 8er Trupp Early War Marines mit 2 Bar, 3 MPs und einem 3 Gewehren. Genau, und das ist so die Truppe, die mit den Landungsbooten reinkommt. Und wir haben noch eine Truppe Fallschirmjäger. Die werden mit einem Flankenmanöver ab der 3. Runde reinkommen und hoffentlich den Japaner noch schön überraschen. Genau. Ja. Da werde ich gleich auch noch entsprechend die Seite festlegen, über die Fallschirmjäger reinkommen. Und wir spielen heute im Grunde genommen die Anlandung. Mein Ziel ist es, 3 Einheiten über die Spielkante des Japaners zu bringen. Und für die ganze Geschichte spielen wir 7 Runden plus das obligatorische, wir gucken mal, ob es noch eine Runde weitergeht. 7 Runden, weil wir hier natürlich entsprechend das Gelände haben, wo ich mich nicht mit den Fußtruppen schnell bewegen kann. Ja. Deswegen haben wir da gedacht, wir müssen etwas weitermachen. Einen weiteren Siegpunkt kann ich bekommen, indem ich die Kanone zerstöre. Das heißt, das wären 4 Siegpunkte, die ich gewinnen kann. Und der Japaner hat die Option, natürlich entsprechend meine 4 Fahrzeuge zu Moose zu schießen. Mhm. Ja, und hat dann entsprechend auch 4 Siegpunkte zu erreichen. Genau. Ja, das wäre so der grobe Abriss. Und dann würde ich sagen, Feuer frei. Stellen wir mal langsam auf, beziehungsweise du hast ja schon aufgestellt. Ich habe schon aufgestellt. Wir spielen einfach los, weil meine Truppen nämlich automatisch erstmal als Reserve reinkommen. Ja. Um so ein bisschen die Wasserfläche zu simulieren. Mhm. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, nachdem die ersten 3 Würfel japanisch waren und da natürlich die Einheiten auf Ambush gegangen sind, das war jetzt nicht ganz so interessant für euch, kommt jetzt das erste Fahrzeug.
Der erste amerikanische Würfel. Dafür habe ich gewürfelt. Ganz normal auf Reserve. Wenn wir gesagt, wir bringen das sofort als Reserve rein, damit ein bisschen Dynamik in das Spiel reinkommt. Und auf der 10 Plus beim Amerikaner kommt ja die Reserve. Und dementsprechend werde ich dieses Fahrzeug hier schon mal ankommen lassen. Wir haben uns geeinigt, dass das Fahrzeug in der ersten Runde nicht weiterfährt. Sprich, dass ich es nur aufsetze und ab der zweiten Runde dann der Rest des Weges zurückgelegt werden kann. Ja, das heißt, ich habe hier einen Advance gemacht. Und da ich keine Einheiten sehe, Genau. war's das. Japaner sind ja alle noch versteckt. Eine Besonderheit haben wir noch, was wir vorhin vergessen haben zu sagen. Die 8.8 des Japaners hat noch leichte Einschränkungen. Sprich, das ist ja eine ganz neue Waffe, die hier mit aufs Spielfeld gekommen ist. Und in der ersten Runde darf sie auf eine 5 schießen, das heißt, der Japaner muss testen. In der zweiten Runde auf die 4. In der dritten Runde auf die 3 und ab der vierten Runde dürfen die auf alle Fälle schießen. Das haben wir so ein bisschen gemacht, auch um hier eine Dynamik reinzukriegen, damit der Japaner vielleicht nicht sofort meine Landungsboote abschießt. Ich glaube da auch nicht dran, dass das passieren wird, ehrlich gesagt. Das Ganze auch ein bisschen dynamisch bleibt. So, das nächste Landungsboot versucht reinzukommen mit einer 5. Habe ich natürlich die Möglichkeit, das auch so vorne reinzubringen. Das werde ich dann mal hier versuchen. So. Auch da siehst du ja wieder nichts. Auch da sehe ich nichts, ihr seid noch schön versteckt. Ja, dann ziehe ich einfach mal den nächsten Wirbel. Es ist Japanisch. Japanisch. Soll ich die Kamera übernehmen? Ja, kannst du. Jetzt sehe ich ja im Prinzip schon die ersten Boote. Aber natürlich. Und will es einfach mal direkt versuchen. Du willst mich gleich tiefer legen, das ist klar. Mit der Kanone zu schießen. Mhm. So, du hast gesagt auf eine 5. Genau, 5 plus, dann darfst du schießen. Das ist eine 6. Du hast auch den falschen Würfel genommen. Stimmt, ich habe deine genommen. Oh, genau. Jetzt hast du Pech gleich. Nee. hast du gleich Pech. Aber denkst du, das versenke ich jetzt? Ich nehme jetzt lieber meinen Würfel. Ne? Das weiß ich nicht. So, Meine scheinen ja gut hoch zu würfeln. Was ist das denn jetzt? So ein Softskin? Nee. Nein, der hat eine 7 plus. Das heißt, das ist ein gepanzertes Fahrzeug. Bin ich denn hier? 28. Ich gehe mal davon aus, die 8.8 ist ja eine schwere, dass das locker kurz ist. Das glaube ich aber auch. Aber sowas von. Buch hast du? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Buch habe ich, hast du gesagt? Glaube ich, ja. Ja, ich versuche es mal ohne viel zu wackeln. Auf den Tisch zu legen. So. Ja, wir spielen so selten mit so dicken Packs, deswegen. Meistens hat man ja nur Medium. Die schwere Pack hat 72 Reichweite, das heißt, das ist locker in Short. Ja, ein Schuss. Ja, Mal gucken. ein Schuss. Mal gucken, ob was einschlägt. 2. Nein. Ich sag's dir. Noch wieder meine Würfel. Ich wollte gerade sagen, willst du vielleicht meine Würfel lieber mit benutzen? Aber ist die jetzt eingeschossen? Nee. Ist das eine Haubitze? Nein, ich meine rundentechnisch. Ja, du brauchst jetzt nicht mehr würfeln. Jetzt sind die Jungs damit klargekommen. Okay. Das heißt, jetzt kannst du jede Runde damit feuern. Ja, immerhin das. Das ist mir schon mal gelungen. Alles klar. Ja, dann zieh doch mal den nächsten Würfel. So. Alles klar. Dann übergebe ich den Staffelstab Ja. und wir kommen gleich wieder. Ja,
Jetzt erwischte mich viel zu früh. Ich bin auch gar nicht so weit, dass ich Ach so. weiß, wo ich das reinmachen will. Du brauchst nicht wieder draufdrücken. Du musst erst mal würfeln. Ich mache jetzt einfach mal hier. Ich muss erst mal würfeln. Du musst erst mal würfeln. Du hast recht. Aber Strafe kommt jetzt Macht man einen Fehlschlag. Nein. So. Ja, die Jungen sind reingekommen. Ich hasse diese Würfel. Habe ich das schon mal gesagt? Dass man die Sachen findet. Genau, hier habe ich jetzt natürlich keine 36 Mann drin, so wie das Fahrzeug Normalerweise, ja. Ist auch krass, ne? Aber 36 Mann Besatzung. Transportkapazität. Ja, ist auch schwer darzustellen dann in dem Maßstab. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, dann das wäre die Platte auch ziemlich schnell voll. Das Ja. macht dann, glaube ich, keinen Spaß mehr. Wobei ich finde, wenn man mit der Kamera mal hier reinguckt, ich finde ja die Panzer in den Landungsbooten sehr mickrig. Ja, das sieht niedlich aus, ne? Diese kleinen hier. Naja, mal gucken, was sie bringen. Ja. Sind auf alle Fälle ein kleines Ziel. Übrigens, du hast ein Japaner-Ziel jetzt schon, ne? Was nicht mehr versteckt ist. Ich weiß. Allerdings bringt mir das nicht sehr viel, Nicht, ne? weil ich glaube, du hattest gerade 28, zu dem einen Boot sind, glaube ich, die MGs außer der Reichweite. Ich denke auch. Deswegen. Passt schon. Alles klar. Jetzt sehen wir den nächsten Würfel und dann kommen wir gleich wieder. So, ich habe jetzt hier wieder einen Würfel gezogen und hier unten der kleine Anti-Tank-Mann, der Schlingel, hat tatsächlich dieses Landungsboot getroffen und sogar einen Streifschuss verursacht und die Besatzung erstmal ein bisschen betäubt. Genau. Ja. Das bedeutet zusätzlichen Pin. Normalerweise müsste man jetzt noch würfeln, ob der Turm blockiert, aber naja, bei dem Fahrzeug tut er das jetzt entsprechend nicht. Genau. Das Fahrzeug gilt halt als Open-Top und dementsprechend kann man Pins verteilen. Den hat er schon allein durch den Treffer gerade bekommen und der zweite Pin dann entsprechend durch den Schaden. Genau. Genau. Dann ziehen wir einmal mal den nächsten Würfel und Christian ist dran. Grünt. Ja, da ist grünt. Würde ich jetzt mal hier diesen zierlichen reinbringen. Das zierliche LVT. Wo platziere ich das denn am geschicktesten? Du musst erst mal wieder würfeln. Ich möchte immer noch, dass einer mal fehlschlägt. Nee. Jo. Würde ich sagen. Ja, such dir eine Ecke aus. Ich ziehe die lieber ein bisschen auseinander. Genau, hier in dem Bereich haben wir auch ein leichtes Riff. Sieht man an den kleinen Klunkern im Wasser. Hier müsste ich auf die Rifftabelle würfeln. Dementsprechend versuche ich das natürlich da entsprechend links dran vorbeizuziehen. Sonst macht das ja keinen Spaß. So, ja, da habe ich eine Advance mitgemacht. Und dann versuche ich mit meiner Pack, mit der leichten, die hier drauf ist, einfach mal auf deine 8,8 zu schießen. Alles klar, Feuer frei. Darf ich mit 2 W6 würfeln? Du kannst meine japanischen Würfel benutzen. So, ja. Distanz. Bewegt 4. Distanz ist lang. Ich muss erstmal messen, ob ich überhaupt hinkomme. Was war eine leichte Pack? Müsste ich jetzt auch mal eben nachgucken. Ja, wir haben 33 Zoll, ist auf alle Fälle. Jo. Meine 60 hat die. 60 oder 48. Ist auf alle Fälle lang. Können wir gleich mal genau nachgucken. Ja, dann machen wir weiter. Genau. Bewegt, lange Distanz. 5, ne? Mhm. 6. 6. Ich treffe. Die leichte Pack hat 4 plus, auf lange Reichweite 3 nur, ne? Ja. Genau. Dementsprechend. Was reicht denn überhaupt?
So, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt gerade. Um das nochmal klarzustellen, ich schieße mit einer Pack und nicht mit irgendeiner dicken, was weiß ich nicht. Dementsprechend muss ich natürlich auf den HE-Wert gucken bei einer Waffe, die eine Mannschaft hat, und halte jetzt mal die Schablone drüber. Dann kriegen wir nämlich hin, wie viel Schaden wir kriegen. Aber ich denke, mehr als 2 kommt da sonst so nicht zustande. Wenn ich jetzt auf die Mannschaft halte, habe ich 2. Also kann ich 2 Würfel würfeln, um zu gucken, ob ich jemanden getroffen habe. Du hattest regulär, hast du gesagt, ne? Ja. Das bedeutet DSK von 3, das auf eine 2 plus 2 Tote. Hast du nicht sogar DSK 4? Ja, aber auf lange Reichweite. Ach so, stimmt. Ja. Ja, 2. 2? 2 Tote. Ja, dann mache ich mir hier mal einen kleinen Würfel hin. Für den Pin, ne? Auf alle Fälle schon mal. Für den Pin. Und 2 Leute kannst du doch abräumen, oder? 2 kann ich abräumen, ja. Siehst du, dann können wir die letzten können wir dann nachher noch. Und HE, glaube ich, gab 2 Pins. Aber genau, da musst du ja nochmal nachgucken. schauen wir mal in die Liste. Wir haben zu viel Cruise und andere Sachen gespielt. Jetzt sind wir schon wieder leicht raus. Naja, komm. Nur leicht, aber das ist ja das Gute. Hier kommst du ja immer schnell rein. Das stimmt. Pins W2. 4. Also 2. Mhm. Ja, siehst du, von wegen, ne? Darf ich hier noch würfeln, ob die blockiert? Nee, das kannst du nicht. Das, ich habe jetzt auch gerade überlegt. Hä? Nein, Spaß beiseite. So, ich habe einen japanischen Würfel gezogen und aktiviere jetzt hier meine leichte Haubitze und schieße direkt auf den Panzergefährt. 48 Zoll Maximalreichweite, irgendwas mit 31 hatte ich glaube jetzt. Das ist lange Reichweite und ich versuche mein Glück mit einer 1. Okay, Glück gehabt. Wieder der typische Wurf, ne? Genau, da der Alligator hier vorne nämlich nur eine 7 plus Schadenswert hat, wäre das nicht so schön. Mhm. Der hat halt viel Luft und wenig Stahl, damit er nicht abläuft. Der sieht massiv aus, ne? Aber ja. Ja, vor allem, wenn wir nachher, ich kann nachher mal so einen kleinen Steward daneben stellen, das ist schon sehr bombastisch. Ne? Ja, ja. Ah, alles klar. Dann überlege ich mal, was ich tue und... So, Christian, seine ganzen restlichen Marines gehen natürlich jetzt alle down, weil die ja in den Boden hängen. Genau. Und ich hatte jetzt noch 2 Würfel. Einmal den Artillerie-Observer. Das ist dein Offizier, oder? Nee, der Offizier ist hier. Ah, alles klar. Ja, der Offizier, klar, den hatte ich jetzt auch, der geht jetzt nur down. War das nicht der? Nein, hier, das ist ja der Offizier. Nein, aber da hinten steht noch einer. Hinter deinem Anti-Tank-Team. Das ist der Spotter von der... Der Spotter, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ja. Alles klar. Mhm. Genau, damit hier, weil die ja hier schlecht einsehen kann, dass er da das ganze Schlachtfeld noch im Blick hat. Ja, also der Offizier, wie gesagt, geht halt einfach nur down und der Air Observer hat hier mal dieses Gebiet markiert, um einen Artillerieschlag vorzubereiten. Anfang der nächsten Runde. Und genau. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ja, just for fun könntest du ja schon mal würfeln, ob das passiert, weil die Runde ist jetzt so zu Ende. Wir müssten dann nämlich so und so jetzt gleich sämtliche Würfel einsammeln. Und dann könntest du auch im Grunde genommen hier gleich schon mal ein W6 ablegen und gucken, ob der Artillerieschlag auf eine 4 plus kommt. 4 plus? Ich meine auf eine 4 plus, ja. 3. Dann kommt er die nächste Runde nochmal. Genau, kannst du nochmal würfeln. Guck mal im Dings, ob das wirklich so ist, aber wenn, dann sagen wir es euch. Ich spiele Engländer. Ja, bist du dir sicher? Bin mir sicher. So oft wie ich schon eine 2 und eine 3 gewürfelt habe, wenn es dazu kam. Ja. Die 1 hätte ich denn auslösen können und versetzen können. 2 und 3. Kommt der nächste Runde. 3 und 4, 5, 6 hätte es badabum gemacht. Die 1 hätte ich mir zugetraut. Die 1 hätte es dir zugetraut. Naja, vorhin hast du schon eine 6 gewürfelt. Also ganz so schlecht war es nicht.
So sieht's aus. Alles klar. Ja, genau, wir packen ein, dann ziehen wir und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wir haben das jetzt hier nochmal eben in Nahaufnahme. Der ganze Spaß. Christian, sein Alligator da hinten, der hat hier einmal voll ausgeteilt und die angeschlagene Typ 88 vernichtet und auch noch hier mit den MG, mit dem Bug MG in die Infanterietruppe Feuer verteilt und auch noch einen rausgeschossen. Ja, somit muss ich mich leider von dem schönen Modell relativ früh verabschieden. Was sagst du zu dieser Schandtat? Wie konnte das passieren? Wie konnte das nur passieren? Ja, Sekundärziel schon mal auf alle Fälle erreicht für mich. Ja. Heißt ein Siegpunkt. Ja. In Runde 2. In Runde 2. Mensch, Also, geht schnell. Aber hier Frankfurter Schule ist mir das weg. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja. Wer kann meckern? Ja, jetzt muss ich hier zusehen, wie ich jetzt deine Panzer hier noch geknackt bekomme, ne? Ja, gut, du ein hast ja noch so bisschen. ein bisschen was. Ja. Ne? Dadurch, dass wir ja vorhin aus Versehen das Anti-Tank-Team da weggemacht haben. Ja, da hatte ich nochmal Glück gehabt. Natürlich, du kannst mit dem Anti-Tank-Team auch die Panzer anknacken. Ja. Kann nur Streifschüsse machen, aber auch das funktioniert. Ja. Du hast hinten ja auch noch eine kleine Haubitze. Die hat ja auch noch eine DSK von 2. Ja, Also ist noch was möglich, definitiv. ist noch was möglich, so sieht's aus. Ist natürlich auch leichtlich unfair. Wir haben ja diesmal gesagt, ich komme mit allen meinen Reserven, die ich auf der Liste stehen habe. Ja, Dementsprechend haben wir hier natürlich alles drin. Hier haben wir nochmal vom Sascha den kleinen M8 Scott dazu buxiert, Ja. weil wir den gerne in der Kampagne auch mit drin haben wollten. ja. Ja. Läuft. Funktioniert schon. Läuft. Genau. Dementsprechend hat so ein bisschen was von Tank Wars gerade, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Nein. Wir schauen mal, dass das nicht so schlimm für dich wird. Nö, ach, und wenn. Ist immer historisch korrekt, sage ich, ne? Noch. So, ich habe als nächstes das nächste Landübungsboot rangezogen. Es ist vorgefahren und schießt jetzt mit den beiden MMGs, die es hat, noch auf die Stellung da vorne. Das bedeutet, ich habe mich bewegt, ist die 4, lange Reichweite 5 und harte Deckung für die Stellung, das ist die 7. 10 Schuss, ich sehe schon mal 2 Sechsen. Mhm. Ein Treffer, Mhm. das heißt ein Pin auf alle Fälle und ein Toter. Jo. Ja gut, hier haben wir ja ein paar Standard Leute mehr. Querschläger. Ja, Dann- genau, der mit der Fahne. Das ist Genau. Ja, die moralische Unterstützung zu leisten hat der Feld. zieh schon mal den nächsten Würfel. Ja. Das ist der Amerikaner und ich gebe dir noch einen Ja, Pin, ich wollte gerade sagen, gibt es immer noch einen Pin? Jo, dann passt das. Ja, das habe ich alles gezogen. Dann fahre ich hier mal noch schnell mit dem Landungsboot. Wir haben gesagt, wir brauchen nicht messen, deswegen. Und dann würde ich auch hier mit den MGs auf das eine MG-Nest schießen. Mhm. Zack. 10 Schuss. Bewegt 4. Lange Reichweite ist das gleiche. Das wie ist gerade, eigentlich das 7. gleiche. Die Genau. 7 wegen harter Deckung. Wieder 2 Sechsen. Mhm. Aber diesmal kein Treffer. Jo. Ja, dann ziehen wir den nächsten. Wenn du schon mal so fleißig dabei bist. Wenn ich den Flow habe, meinst du? So, dann würde ich jetzt schon mal Truppen rausholen. Und zwar würde ich hier den Panzer rausholen. Rough Terrain.
Dann darf ich mich nur advancen. Und würde mit dem Bug als auch dem Turm-MG auf dein Anti-Tank-Team schießen. Meinst du jetzt das koaxiale MG? Okay, genau, aber nicht das Browning da oben. Ich Okay. möchte mich jetzt nicht Open-Top machen. Gut, alles klar. Deswegen nehme ich nur 10 Schuss. Ja. Auf das Anti-Tank-Team? Auf das Anti-Tank-Team, was daneben liegt, genau. So, ich habe mich bewegt, ist die 4. Scheiße, Entschuldigung. Wir haben 16. Ich schiebe das kleine Stück wieder zurück in den Wald. Ich habe den Wald weggeschoben. So, reicht. Genau 16 sind es, bis zum Wald. 16,5. Komm, wir machen lange Reichweite. Gewicht 4, lange Reichweite 5, leichte Deckung 6. 10 Schuss auf die 6. Wieder Immer 2, ne? Und ein Treffer. Ich kann noch picken. Ja, dann war's das, ne? Dann war's das. Da war das vorhin da doch nicht so verkehrt, dass er schon den Tisch verlassen hat. Dann kannst du einen Würfel rausziehen. Das mache ich wieder. Und da als Sieges... Ziehen tue ich nicht. Du ziehst mich, okay. Jo. Ich schieße jetzt hier mit der kleinen Haubitze wieder auf den Alligator. Wir haben 21,5. Kurze Reichweite. Eine 3 hätte sein sollen. Tja, hätte, ne? Ich zieh mal einfach. Ja genau, zieh du mal, ich mache so einen kleinen Schwenk mal hier drüber. Ich ziehe. Ne, ich ziehe nicht mich. Ich ziehe dich. Tja, dann werde ich, glaube ich, den M8 Scott mal aus dem Fahrzeug entlassen. Genau. Und ja, würde ich sagen, wir ziehen das mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. So, der M8 Scott ist aus der LVT, nicht LVT, Entschuldigung, LCM3 ausgerückt und schießt hier vorne auf die leichte Haubitze. Ich lasse zuerst einmal das schwere MG schießen. 3 Schuss auf die bewegt 4, lange Reichweite 5, 6, 7 wegen schwerer Deckung. Genau. Ist ja Beton. Nein, noch nicht mal zusammengezählt. Und die Haubitze schießt kurze Reichweite. Das wäre dann die 6, ne? Bewegt, kurze Reichweite. Das ist die 6, ja. Genau, das ist eine leichte Haubitze, die hat einen 2 Zoll Radius, deswegen gehe ich davon aus, da sind alle drin. Ja, das sind alle Leute drin. Das sind 3 Mann. 3 Mann Besatzung. 3 Mann Besatzung bedeutet DSK -2, wenn ich mich nicht. DSK von 2, wenn ich mich nicht täusche. Schaut mal nach. Ja, DSK von 2 und W3 Pins. Das bedeutet, reguläre sterben auf die 2 sind 3, ne? Sind alle tot und haben keine Pins. Ja, wie war das mit meinen Panzerabwehrwaffen? Die sind nicht mehr vorhanden. Stimmt. Nicht mehr vorhanden. Da ist der Übeltäter. Und die haben ja nicht mal ansatzweise irgendwas getroffen, ne? Nein. Die haben zwar ein paar Mal drauf geschossen, ne? Auch auf den Alligator. Einmal das Anti-Tank-Team hat da einen Treffer gelandet. Das Landungsboot, genau. Ja. Das war noch das Beste, ne? Ja. Krass.
Was ist denn wieder los hier? Ja gut, fliegen raus. Ich habe hier einen von meinen Schultermörser-Jungs aus dem Boot geholt und mache das gleiche sofort mit dem nächsten Team. Wie gesagt, unwegsames Gelände. Ist gleich, ich komme nicht weit. Zweite. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, was der Artillerieschlag macht. Das nächste Grüppchen. Das wäre ja schön, wenn da noch was passiert. Nee. Ich bin schon wieder ein bisschen depressiv. Also ich weiß auch immer nicht, was mit meinen Jungs los ist hier. Drubbelt sich das hier natürlich ganz schön. Ich versuche die hier mal ein bisschen näher zusammen. Es geht nicht anders. Ja, klar. Ah, diese Zinnfiguren. Man achte auf den, der rennt schon hier. Ja, der zieht schon den Kopf rein. Aber ich frage mich vor was. Der hat eine Ahnung. Haben wir schon alle geballert hier. Genau. Versagt. Versagt. Oh, Ja, der letzte Japaner. Möchtest du irgendwo auf Ambush gehen? Eigentlich schon. Hier kannst du hier bei den hier im Wald, genau. Das ist eh der letzte. Das heißt, dass du nur noch Würfel drin hast, ne? Richtig, ich habe noch 4 Würfel. Dann kannst du ja Die jetzt, Fallschirmjäger gehen ja noch auf Down. als ob du die nötig hast. Wenn die reinkommen, dann können die erstmal. Aber warum habe ich noch 3? Ich habe nur noch 2 Teams hier drin. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist bestimmt einer zu viel. Ich lege mal weg. Wenn es uns einfällt, was es ist, werden wir es merken. Hat denn der Panzer hier ein Order Dice liegen? Der hat ein Liegen, der hat ein Liegen und der hat ein Liegen. So. Das hat ein Liegen, das hat ein Liegen. Tja. Ende. So, wir sind jetzt Anfang der 3. Runde. Ja. Der Artillerieschlag kommt. Dementsprechend, genau. Und der kam so gut. Er kam so gut, dass hier Radius von. beide Landungsschiffe im Sektor sind, also im Explosionsradius. Die ganzen Infanteristen. Der Panzer und alle Infanterieeinheiten, die hier drin sind. Ja, dementsprechend wird der Chris jetzt einen Würfel für jede Einheit würfeln und auf einer 6 plus werden sie Schaden nehmen. Ansonsten bekommen sie Pins. Ich fange mit dem Boot an. Alles klar? Das ist eine 2. Leg einfach daneben und wir werden die restlichen Sachen gleich alle komplett. Ich nehme mal die grünen hier. Genau. Wir legen jetzt einfach nur die Würfelergebnisse daneben und schauen dann gleich, was passiert. Der Panzer. Ja. 2. Dann das Landungsboot. Eine 3. Dann der Offizier. Der Offizier mit seinen Kompagnons. 1. Ich glaube, 1 passiert nichts, genau. Dann ist das hier ein Trupp. Das ist nicht ganz ein Trupp. Die 8 sind ein Trupp, ja. Genau. Die 3. Dann sind das hier an der Seite 2 Waffenteams, 2 Schultermörser. 1. Achso, 1, 2, genau. Dann mache ich erstmal den. 2. Du solltest mal richtig würfeln und nicht die Würfel nur fallen lassen. Das ist wirklich. Und das letzte. 4. Und zack. Dann haben wir hier drin noch 2 Trupps Early War Marines. Mit den ersten.
4 und den zweiten eine. Naja. Keine 6. Ja gut, bei diesen Ergebnissen haben natürlich die Engländer den Vorteil, dass sie 2 würfeln dürfen, ne? Stimmt, ja. Ach nee, gar nicht, das war bei dem anderen Bombardment. Bei den Vorbereitungen. Genau, richtig. Ja, dann gucken wir mal, was das Pin-technisch jetzt noch ausmacht, ne? Genau, und dann würden wir uns gleich wieder melden. So, jetzt haben wir die Pins soweit verteilt. Vorne beim Schultermörser, die sind recht glimpflich weggekommen. Der Offizier hat 5 Pins insgesamt durch den Beschuss und die Explosion. Das Engineer-Team mit dem Flammenwerfer hat 2. Das vordere Marine-Team hat 3 Pins bekommen und das hintere hat 1 Pin bekommen. Die beiden Boote je 1 Pin dazu. Das heißt, das eine hier ist auf 2, das andere Boot ist auf 1. Und der Steward hat 1 Pin. Noch recht glimpflich für mich ausgegangen. Ich habe gedacht, es knallt mehr. Jo. Ja, dann würde ich sagen, Ich zieh mal den nächsten Würfel. Beziehungsweise den ersten in Runde 3. Stimmt, der erste in Runde 3. Genau, ja, ein amerikanischer Würfel und dann überlege ich mal, was wir machen. So, die Runde 3 ist zu Ende. Jetzt machen wir noch mal eine kleine Zusammenfassung für euch. Ja, bei den Japanern ist relativ wenig passiert. Also es hat sich letztendlich hier alles auf der rechten Flanke meinerseits abgespielt. Die MGs haben natürlich versucht, hier auf die ganzen Infanterieeinheiten zu schießen, die jetzt hier angelandet sind. Eins war erfolgreicher. Konnte, glaube noch pinnen oder ich glaube sogar Einheiten, ein paar Soldaten draußen. Ach ja, den Offizier. genau, richtig, der Offizier, der hier stand, der ist komplett weg. Das zweite MMG war dann leider nicht mehr so erfolgreich. Ja, es hat hier auf die Ingenieure nochmal Genau, Pin verteilt. richtig. Genau. Dann gab es ein bisschen eine kleine Umstrukturierung meinerseits, weil ich natürlich jetzt schauen muss, ich habe ja keine Anti-Tank-Waffen mehr und muss jetzt so ein bisschen meine Infanterieeinheiten umlenken und halt auch so ein bisschen Katz und Maus spielen mit den Panzern. Hier kann ich zumindest immer mal wieder einen Pin auslösen, weil das Fahrzeug oben offen ist. Aber hier hinten wird es schwierig, da muss ich mich schützen. Das ging gerade noch alles, weil diese Einheit jetzt zum Beispiel noch versteckt war. Und ja, mal gucken, vielleicht wird es eine blutige Angelegenheit jetzt hier irgendwo auf der rechten Flanke. Hier hatte ich auch noch Glück, weil Christian seinem Flamer-Panzer down gegangen ist, weil der wird mir kreuzgefährlich werden. Ich kann halt nur erstmal versuchen, so viel Infanterieeinheiten wie möglich zu grillen. Ob mir das gelingt, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen, ne? Genau, der Ari-Schlag war ja auch noch ganz erfolgreich. Zwar nichts getötet, aber du hast mir einige Einheiten ja hier ziemlich gut weggepinnt, so dass ich hier im Grunde noch gar nicht rausgekommen bin. Ja. Wir kommen jetzt in die 4. Runde, also langsam wird es auch kritisch mit den 7 Runden, ne? Das stimmt, ja. Dass ich meine Einheit nach draußen bekomme. Genau. Runde 4. So, wir machen weiter mit den Amerikanern. Ich probiere meinen Flamer-Panzer nach vorne zu bringen. Dafür muss ich den allerdings erst entpinnen. Regulär auf die 8. Schafft er. Da ich noch im Sand stehe und dementsprechend noch schwieriges Gelände habe, komme ich allerdings auch nur 9 nach vorne. Da bei der Flasche. Ah ja. Flasche steht davor. Zack. Was aber, glaube ich, ganz gut reicht. Weil dann versuche ich nämlich mal mein Flamer in Kontakt zu bringen.
6 Zoll. Mhm. Das heißt, bewegt 4, ne? Ja, Deckung gibt es ja nicht beim Flamer. Genau. 1. Die 1. Gott sei Dank. Das hast du schon mal wieder überlebt. Ja. Jetzt hast du aber noch ein Bug MG und ein pivotiertes. Das pivotierte. Bug MG ist natürlich jetzt auch schwierig, ne? Genau. Weil das das Bug MG, ja gut, theoretisch klar, 45 Grad, ne? Passt also. Mhm. Schieße ich auch auf die und das schwere MG schieße ich auch auf die. Okay, also macht er oben seine Luke auf. Genau, dann macht er die Luke offen, das Open Top für den Rest der Runde. Jo. Das heißt, ich habe 3 Schuss. Jetzt kommt allerdings der Malus der schweren Deckung dazu. Ja. Ein Treffer, schweres MG. Mhm. -1 auf die 3, ein Toter beim MMG-Team. Mhm. Und dann die 4 Schuss, nee, die 5 Schuss vom MMG. 2 Treffer, aber kein Toter. Das bedeutet ein Toter und ein Pin. Ein Pin, genau. Ne, 2 Pins. 2 verschiedene Waffen. Nein, eine Einheit. Vergiss es. Ich wollte gerade sagen, ne? Was mit einer Einheit geschossen. Gut, und gib mir am besten so einen grünen Würfel. Dann mache ich mir meine... Weißen. Oder einen weißen, ja. Dass dann nur noch 2 Mann sind, genau. So, dann versuche ich mal den nächsten Panzer zu entpinnen. Funktioniert. Der macht dann auch den Advance. Dreht sich erst ein kleines bisschen. Und fährt dann 9 Zoll vor. Schießt direkt mit der Haubitze und mit dem HMG. Mhm. Der Schuss mit der Haubitze ist eine 1, der geht schon mal vorbei. Dann der Schuss mit den HMG. So, ich habe mich bewegt. Aber es ist super short, das heißt, es ist die 3. Mhm. Deckung habe ich jetzt nicht mehr. Und ein Toter. Jo. Und Pin. Aber nicht der NCO. Nee. Kannst du mir einen Pin hin tun? Genau. Tue ich dir einen Pin. Hier die Jungs zu entpinnen, damit die hier mal aus dem Weg kommen. Beziehungsweise nicht zu entpinnen, sondern dass sie weiter vorankommen. Und dafür muss ich eine 7 würfeln. Tja, ich würde mal sagen, die legen sich noch eine Runde schlafen. Die wollen noch aufgrund der Base noch da bleiben. Läuft. Das wird ja nichts sonst. Ja, ja, stimmt. Ja, das war ja die Geschichte mit der Base. Ne? Haben sich dran gehalten. Ja, dann würde ich sagen, ziehe ich mal den nächsten. Ja, zieh du mal den nächsten aus. Gut. Kannst ja gleich weitermachen mit deinen Jungs. Genau. Lege ich erstmal das Regelbuch wieder zur Seite. Ja, dann probiere ich das gleiche mal mit den Ingenieuren. Das sind Veteranen, das heißt auf die 6. Ja, die gehen auch down. Was geht? Pass mal auf, du gewinnst noch die Mission. Ich glaube nicht. Naja, wir haben 4. Runde und ich muss mit 3 Infanterieeinheiten rauskommen. Ja, klar. Schwarz. Der Schwatte. So, der nächste Würfel für die Japaner. Ich würde das zweite
Oder weißt du was? Ich mache Snap to Action. Aktiviere den Offizier, der hat ja keinen Pin. Mhm. Und nehme noch einen zweiten Würfel für das LMG. Dann würde ich erstmal versuchen, das zu entpinnen. Das passt. Ja, mit der wäre 7. ja auch noch der Ich wollte Offizier. gerade sagen, mit der 7 sowas von. So, die haben ja erst einen Mann verloren, sind also deshalb noch intakt. Kriegen noch keinen Malus. Erst wenn ein weiterer Mann verloren geht. Und sie schießen. Ja, ich versuche jetzt mal dieses Mercer-Team hier irgendwie außer Gefecht. Ist das ein reguläres Jahr, ne? Ja, die sind regulär. 18,5. Also noch lang. So, lang und kleines Team. Aber die 5, ne? Mhm. Wir haben eine 6 und eine 5. Also, Pin ist auf alle Fälle schon mal da. Pin ist da, ausgeschaltet wäre jetzt auch schön. 6, damit würde ich... Pin und ein... Ja, du müsstest nochmal würfeln. Ah ja, könntest du natürlich den den Chef von dem Team. Nee. außergewöhnlichen Schaden zu produzieren. Einer ist tot Genau. und ein Pin. Genau, aber nicht den mit dem Mörser, wollte ich gerade sagen. Zur Seite, ne? Passt. Alles klar, so, dann habe ich noch den Offizier ja parallel mit aktiviert. Der Offizier, der schießt jetzt einfach auf den offenen Panzer. 2 Gewehrschüsse. Mhm. Mal kurz abmessen, die Geschichte. Ist auf alle Fälle mehr als 6. Ja. Aber kurz. Keine Deckung, 3. 3, da ist die 3. Damit ist er gepinnt. Genau. Zack. Kann schon wieder was bringen für die nächste Runde. Ja, dann ziehe ich einfach mal den nächsten. Die nächste Würfel aus dem Sack. Das ist nochmal der Japaner. Und der Japaner. Der Japaner macht nochmal eben hier Truppen verschieben. Und zwar einen Run. Wir müssen einfach hier vorankommen. So blöd wie das jetzt hier alles ist. Ich habe hier leider 2, was heißt leider, das sind eigentlich Infanteriekiller. 2 große Infanterietrupps in diesem Zug. A15 Mann. Und die müssen natürlich dahin, wo die was zu tun haben. Und tun, was sie tun sollen. Infanterie grillen. Genau. Mal gucken, wie viel da vorne ankommt. Das kommt drauf an, was mein Panzer gleich macht. Ja. Burn, Baby! Ich hoffe, dass der Pin da ausreicht. Wir schauen mal. Ich ziehe den nächsten Würfel gleich nochmal hinterher. Aber es ist Ein grüner. ein grüner. Genau, ich versuche hier mal das zweite Marine. Die zweite Marine-Gruppe hier mal zu aktivieren. Allerdings nicht mit dem Action Dice, sondern hiermit. Oh. Die gehen auch down. Ey, was ist denn los heute? Jetzt hängt er aber richtig fest. Aber jetzt hänge ich aber voll fest Oh, hier. aber Plei. Mit den Füßen Blech hier. und Plamm. So, als nächstes werde ich hier den Alligator mal wieder ein bisschen bewegen. 9 Zoll. Naja, Dense Terrain. Ich sehe leider die Truppe da vorne nicht, deswegen kann ich nicht drauf schießen. Die andere Truppe, auf die ich schießen könnte, da ist leider mein eigener Panzer vor. Mhm. Ja, dann war's das. Einen Rand durfte ich nicht machen, weil ich aus unwegsamem Gelände komme. Dementsprechend steht er dort. So, als nächstes versuche ich den zweiten von den Schultermörsern zu entpinnen. Ich hole mal 2 Würfel. Hey!
Es geht. Verdammte Axt. Ja, es ist wirklich ein Krampf hier in der Ecke, ne? Ja, das würde ich auch mal so sagen. Also dass die solche Probleme haben. Gut, man muss natürlich sagen, der Ari-Schlag war Ach, da. nee, der ist ja weg. Ich hab ihn ja Der ist weg, da war noch einer. Ja. Genau. Jo, dann mehr können die ja jetzt in dem Moment auch nicht machen. Nee, genau, weil der Schultermörser ist eine Fixed Weapon. Dementsprechend kann man die nur schießen, wenn der stehen bleibt. Kann sich aber wie eine normale Infanterie bewegen. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Der Schultermörser. Dann würde ich auch versuchen, den vorderen Schultermörser mal zu entpinnen. Ja, das passt auch. Und dann werde ich leider auch hier nur mich 6 Zoll bewegen, weil ich noch aus der... Der hatte, wie viel Der hatte Pins? keinen, Der hat jetzt ich hab gar den keinen ja, mehr, ne? ich hab den ja bewegt können. Genau. Ich hätte natürlich auch stehen bleiben können und schießen, nicht doof. Naja, egal. Ja, ich dachte jetzt auch gerade, aber... Ist egal. Die Jungs müssen nach vorne. Ich habe ja eine Mission zu erfüllen. Ja. Vielleicht triffst du ja nicht. Das hast du ja schon öfters gesagt. Ich hätte zu Genüge bewiesen. Ja, dann würde ich sagen... Nächsten Würfel. So, ich habe den nächsten Würfel und werde schon mal eins meiner Landungsboote retten. Weil die sollen ja irgendwann neue Truppmann bringen. Ja. Genau, den Würfel tue ich auch entsprechend raus. Mhm. Dann versuche ich mal hier. Oder du kannst jetzt mal übernehmen. Genau, ich übernehme mal die Würfel. Aber ich will einen schwarzen. So, ich werde mal irgendwie versuchen, eine lustige Situation vorzubereiten. Ich habe jetzt hier den großen Infanterietrupp und hier ist der Panzer von Christian, der oben offen ist, und vielleicht mal versuche in der nächsten Runde den im Nahkampf irgendwie anzugehen. Ich bin allerdings jetzt aktuell gepinnt. Da muss ich erstmal versuchen. Oh, aber knapp, ne? Ja, aber haarscharf. Hätte schon wieder daran scheitern können. Ja, mache Advanced und gehe jetzt hier zu dem Panzer vor und schieße da nochmal drauf. Boah, jetzt hier eigentlich nicht viel ablassen. Okay. Genau, komm mal schön ran. Wenn ich den ersten Würfel habe gleich, dann mache ich einen Panzerschock. Ja, das ist jetzt halt die Situation, die wir einfach mal testen wollen. Für beide Seiten wäre es eine lustige Geschichte hier in dem Moment. Ich weiß gar nicht, ich glaube für einen Panzerschock brauche ich Anlauf. Ich weiß gerade auch nicht beim Panzerschock, das müssen wir definitiv auch nochmal durchlesen. Das hatte ich glaube auch nur ein einziges Mal versucht. Einmal haben wir das gemacht, ja, Das ist genau. schon eine ganze Weile her. So, die 14 Mann versuchen jetzt nochmal hier drauf zu schießen. Sind aber 15 Schuss wegen den MP-Mann. Der kriegt gar keinen Abzug, der MP-Mann, ne? Ne, der auf die 2 und der Rest auf die 3. Ja, und dann hat der dann schon gepinnt. Brauchen wir die anderen gar nicht würfeln. Sehe ich das richtig? Reit. Jo. Dann hat er 2 Pins, oder? Oder hat er nur einen? Hatte der keinen? Ach, ich weiß es gar nicht. Nee, du hast vorhin den Pin wieder weggemacht. Ah ja, genau. Ja, Dann ist du ein bist Pin ja da. hierher gekommen, sonst wäre er immer noch hier. Genau, hast Und recht. jetzt hat er wieder einen Pin. Alles klar. Ja, dann. Ja, ich versuche eben noch kurz zu ziehen. Vielleicht ziehe ich mich noch mal. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, ich nehme jetzt einfach das nächste Landungsboot raus und dann kannst du den nächsten einfach ziehen. Da musst du aber noch würfeln. Ach ja, ich muss noch würfeln. Genau. Ist immer noch einer. Ich habe ja zum Glück hier noch ein paar Würfel. So, ja, das passt. Dann wird dieses Landungsboot hier mal eben Schottendicht entfernt. und weg. Nächste Würfel. Du bist nochmal drin. Oh, Ja, hab ich das kannst du ja nicht. das ist das andere Landungsboot, genau. Das kann im Moment auch nicht schießen und naja, da ja noch ein paar Männchen drin stehen, dank meinen 37 Millionen Downs, ja, Ich. geht das Boot einfach down. Ja.
Das müssten aber meine Würfel jetzt auch gewesen sein, oder? Nee, es ist komischerweise noch einer drin. Ach, die Fallis. Ja, genau. Ja, die vergisst man jetzt schon wieder schnell, ne? Jetzt sind die Fallis dran. Ja, die machen... Kommen die rein? Ja, ich probiere es mal, ne? Ich muss ja einen Moralwerttest dann machen und übergebe mal eben den Staffel. Ja, mein letzter Würfel für die 4. Runde waren meine Fallschirmjäger. Die habe ich mit einem Flankenmanöver über die rechte Seite kommen lassen. Habe dafür eine 6 gewürfelt, das heißt, die müssen ja genau wie die Reserven testen, ob sie reinkommen. Und ja, mit einer 6 hat das geklappt. Dementsprechend habe ich auf der rechten Flanke jetzt noch eine Fallschirmjägereinheit, ein MP, 10 Gewehre, Veteranen und Starborn, glaube ich, sind die auch noch. Genau, los geht's. Runde 5. Ja, für meine Marines sieht schon ganz schön übel aus. Runde 5 und ich sitze immer noch auf dem Strand. Hat ein bisschen was von der Wirklichkeit. Irgendwie schon. Ja, man kann jetzt drum streiten, ob es die Moral meiner Leute ist oder ob es die pfeifenden Kugeln sind von den Japanern. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und der Japaner darf sofort den ersten anfangen. Und ich weiß schon, was du tust. Snap 2. Snap 2. Warum Ja. willst du Snap 2 machen? Oder soll ich erstmal den Panzer machen? Soll ich? Komm, ja. Wie du möchtest. Komm, wir machen erstmal hier unsere Panzergeschichte. Ich versuche den jetzt mal irgendwie im Nahkampf anzugehen. Wir wollen noch mal eben kurz in die Regeln gucken, dass wir jetzt nichts falsch spielen und dann nehmen wir die Situation gleich nochmal auf. So, jetzt kommt der große Schlag aufs Gesicht, hätte ich fast gesagt. Wir haben hier vorne eine Situation, dass mein Panzer umringt ist fast von einer Masse von Infanteristen des Japaners. Ein Moraltest war notwendig, um meinen Panzer anzugreifen. Da die Truppen hier keine Panzerjäger sind, müssen sie einen Moraltest -3 bestehen. Wir haben hier eine reguläre Truppe. Wir haben eine 5 gewürfelt, sprich, sie haben den Moraltest gewonnen. Jetzt ist folgende Situation. Mein Panzer hat sich nicht bewegt. Dadurch trifft jeder der Infanteristen auf eine 4+. Diese Attacken werden zusammengezählt und zu einem W6 dazu addiert, um den Schadenswert zu bestimmen. Dadurch, dass das Fahrzeug open-topped ist, können die Infanteristen es auch sofort zerstören. Bei einem geschlossenen wäre dem nicht so, dann müsste man auf die Schadenstabelle würfeln und es dann zerstören, gegebenenfalls. Aber so müssen sie nur über diesen 7+ Schadenswert kommen und dann ist das Fahrzeug automatisch zerstört. Ja, dann würde ich sagen, würfel doch mal. Ja. Wie viele Attacken hast du? 15, also 2 sind ja von dem MP-Mann, von dem NCO. Das ist eine Nahkampfattacke, da musst du nur einen andersfarbigen nehmen und nur wenn die ein Erfolg ist, dann wird die nochmal gewürfelt. Ja, stimmt. Das ist doch die Tough Fighter Regel, die hier zum Zug kommt. Ich filme jetzt mal einfach hier die freie Fläche. Ja. Dann zählen mal alles über 4+ zusammen. Also das muss zusammengezählt nicht werden. zusammenzählen, sondern die einzelnen Also Würfel die einzelnen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. So, dazu addieren wir ein W6, brauchst du gar nicht dazu addieren, du kommst über den Schadenswert von 8+ mit den 9 Erfolgen schon automatisch, das heißt der Panzer ist Geschichte. Also kannst du mit einer Masse von Infanterie mit dem richtigen Glück und mit der guten Moral schon so ein Fahrzeug zerstören, genau. Und wenn du dann noch Wichtig ist, open-topped ist automatisch zerstört, nicht open-topped, aber selbst wenn er nicht open-topped gewesen wäre, würfel mal spaßeshalber einen W6 zu den, was waren es, 8? Ne, 9 Attacken. Das wären jetzt 13 gewesen, das ist ja dann sogar ein schwerer Schaden. Du hättest jetzt zweimal auf der Tabelle würfeln können und damit kannst du von ausgehen, dass auch der geplatzt wäre.
Heißt also im Umkehrschluss... Da sie keine Panzerwaffen haben, sprich, die haben ja keine Handgranaten Panzerjäger sind, ja. Oder Minen oder was weiß ich nicht, hätten sie natürlich nur oberflächlichen Schaden machen können. Mhm. Aber zweimal oberflächlichen Schaden, glaube ich, zerstört auch. Wenn du sicher, ja. Doch, ich Kann meine aber ja, sein. ich meine bei 2, wo Feuer steht, ist, wenn du zweimal Feuer ausführst, auch das Fahrzeug zerstört. Also die Chance, ein Fahrzeug mit einer Infanterieeinheit zu zerstören, auch wenn sie keine Panzerjäger sind, ist definitiv gegeben. Wichtig ist, stationär. Muss man darauf achten, dass der Panzer sich vielleicht nicht bewegt hat. Also die Initiative ergreifen, wenn man vorher dran ist, den dann aufs Korn zu nehmen, wenn sich die Situation bietet. Ne? Richtig, genau. Das ist ganz wichtig. Aber gut nochmal zu sehen, weil ich eigentlich so schon abgeschlossen hatte mit der Situation. Ich habe keine Anti-Tank-Waffen mehr gehabt und dachte jetzt halt, ich kann den halt nicht mehr bestehen gegen die Panzer. Aber ja, dadurch, dass es jetzt natürlich auch keine hoch gepanzerten Dinger sind, wie ein Churchill oder was es da sonst noch alles an dicken Dingern gibt, hat man noch mehr Chancen, die kaputt zu kriegen. Also, ist auf alle Fälle machbar, ne? Vergisst man halt, ne? Weil man es zu selten einfach spielt, so eine Situation. Weil man auch immer Panik hat. Das ist genauso, wie man vor so großen Kanonen Panik hat. Und man vor MGs immer so eine Panik hat. Ich finde auch immer, dass MGs nicht das bringen. Gut, auf einer freien Fläche, wenn du dann wirklich da reinläufst, aber... Aber das sieht man ja hier auch. Ja, sie pinnen, aber, ne? Ja gut. Man kann auch Einheiten kaputt pinnen. Aber egal, wir haben mal wieder gelernt, auch Panzer sind nicht unkaputtbar. Jo. So, der nächste grüne Würfel für die Marines. Ich versuche mal wieder hier diese Einheit zu entpinnen, beziehungsweise zu aktivieren, nicht zu entpinnen. Wir haben eine 9 und sie gehen schon wieder down. Jungens, was macht ihr? Ich muss 3 Einheiten darüber bringen. Das war wirklich so ein Fluch, ne? Das ist fix, ey. Ja, dann ziehen wir den nächsten. Oder ich zieh mal den nächsten. Zieh du mal den nächsten. Zieh du dich mal selbst. Ja, das mache ich auch ganz einfach. Damit ich mal was vorankriege, werde ich hier dieses Team schon mal bewegen. Damit die vom Grünen, vom Strand ins Grüne kommen. Zack. Damit hier mal was passiert, ey. Ich finde jetzt doch das Advance nicht da. So, dann ziehe ich direkt den nächsten. Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Ja, ich werde im Prinzip gleich direkt... Ja, sicher gleich wegschießen, die Jungs, ne? Wobei ich werde... Ja, ich werde hier den Offizier aktivieren. Gibst du mir da noch einen? Ja. Für das MMG. Oder, nee, nicht für das MMG, sondern ich aktiviere hier die Truppe daneben. Ja. So, ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt. Ich habe den Offizier gezogen und ein Snap to Action gemacht und aktiviere jetzt hier den großen Infanterietrupp. Ich war jetzt erst an der Überlegung, ob ich hier auch nochmal so einen Angriff machen sollte gegen den Panzer. Lasse ich aber bleiben, weil ich irgendwie Angst habe vor diesem Abwehrfeuer. Deshalb schleiche ich mich lieber vorbei und versuche jetzt hier Ja, dann mache ich halt gleich einen Flamerstoß im Point Blank. Das ist auch in Ordnung. ja, ich spekuliere noch auf eine 1 oder so. Ja, gut, das ist ja auch spekulativ. Oder spekulativ. Kann alles passieren. Ne? Aber ich möchte wenigstens noch irgendwie ein paar Gewehrschüsse unterbringen. Und ich versuche es jetzt einfach mal hier. Sind das auch Veteranen? Nein, das sind reguläre. Ja. Aber kriegen die nicht leichte Deckung durch diese ganzen... Die müssen dran stehen. Stimmt, da war was. Du hast recht. Ja. Dann jetzt seit 18. So, die vordersten ist auch über. Ist alles über. Und der Dings kommt
doch. Das ist noch drin, der MP-Mann mit 12. Ist alles lang. Ne, der ist kurz. Den mache ich mal zuerst. Die sind gerannt, ist die 4. Kurz passiert nichts, Deckung hast du keine. Ja, jetzt sind es halt doch noch ein paar unmögliche Schüsse hier, weil das Gelände hier natürlich auch noch im Weg steht und die haben hier noch einen Down, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Genau, die habe ich ja gerade versucht zu aktivieren und die wollten ja nicht. Die Jungs haben sich ja gleich wieder in den Sand geschmissen. Ja. Die haben wahrscheinlich gesehen, dass du da antrabst. Ich glaube auch. Dann habe ich jetzt hier praktisch nur einen Japaner mit einem Gewehr, der in kurz ist. Der trifft jetzt auf die 6. Nicht. Und hier ist ein MP-Mann, der trifft dann genauso wie der Rest. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Genau, die könnten auf die 7 treffen. Schauen wir mal. Ich sehe schon eine 6. Eine 6 sehe ich. Jo, das war's. Das war's. Nix. Naja, ich will jetzt kein Lob an die Jungs austeilen, weil die Angsthasen haben sich vorher schon in den Dreck geschmissen. Ja. Der hat noch einen Pin hier. Tja, dann würde ich sagen, ziehen wir den nächsten. Ich muss den Offizier noch. Ach ja, der Offizier. Der Offizier noch. Ich wollte eigentlich gerade auf deinen Panzer schießen, aber mir fällt ja gerade ein, dass die Luke ja wieder dicht ist. Ja, da musst du mich gleich erst schießen lassen. Ja. Tja, was machen wir stattdessen? Ja, wir müssen mit dem ein bisschen abhauen. Er muss ja nicht unbedingt gleich mitgegrillt werden. Hm? Der geht hier, der wechselt hier einfach rein. Zack. Zack, ohne viel. Nicht so in Deckung, du Feigerwicht. Genau. So, dann ziehe ich mal einfach für dich den nächsten Würfel. Warum denn für mich? Hallo? Ich denke schon, dass du jetzt dran bist. Ah. Gut, dann überlege ich mal, was ich mache. So, ich versuche jetzt mal hier vorne den Flammpanzer zu entpinnen. Und mit einer 8, 9 passt das sogar bei einem regulären. Ganz knapp. Ich habe schon gesehen, du hast schon glänzende Augen. Mhm. Gut, und ich werde einfach mal... Burn, Baby! 1 bitte. Ja, 1. Hat er ja auch schon geschafft. Ja gut, da hast du allerdings recht. Ach, ich habe ja den Würfel noch da liegen. Eine 2! Schafft er das dann? 3, nichts getan. Point blank. Treffer. Ja. So, das ist ein Fahrzeugflammer, der hat W6 plus 1, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wären 5 Treffer. DSK plus 3. Ja. Sind 4 Tote. Picken kann ich nix. 4 Tote und ich meine W3 Pins plus 1, ne? Wären 3 Pins, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir schauen nochmal nach und kommen gleich wieder. So, Christians Flamer hat geschafft, hat mir hier 4 Soldaten rausgeholt, gut gepinnt, 3 Pins, aber die Japaner haben den Moraltest bestanden und ja, aber haarscharf bestanden. Ja. Bin da 6. Mhm. Sind weiter aktiv und wollen ins Gefecht. So, Ende Runde 5. Wir haben folgende Situation. Die Fallschirmjäger sind nur nach vorne gelaufen. Der Alligator hat hier vorne sich rangepirscht auf 6 Zoll und hat diesen großen Trupp mit Pack und 15 Schuss MMG beschossen.
Dabei hat es 10 Japaner erwischt. Ja. Und die haben dann leider den Moraltest nicht geschafft. Der eine. Ne, gar nicht, waren mehr, ne? Waren noch 3. Es waren noch 4 Mann dann. 4. Genau. Und ja, hat entsprechend aufgerieben. Der Rest hier vorne hat sich Schusswechsel geleistet. 2 meiner Einheiten wollten nicht nach vorne. Die liegen weiterhin am Strand. Die haben es mal Eine Einheit geschafft. hat es endlich mal geschafft. Die haben auch versucht, hier noch auf die Japaner zu schießen. Aber durch den Malus von -3 waren es Doppel-6er. Das heißt, da habe ich gar nichts getroffen. Aber sie haben sich nach vorne bewegt. Ich habe hier im hinteren Bereich noch ein Waffenteam noch in die Seite gebracht. Aber ja, da schauen wir mal. Das ist auch, glaube ich, das einzige Team, was ich noch sauber nach außen bringen kann, außer die Fallschirmjäger. Mhm. Deswegen gehe ich schwer davon aus, ja, dass es nicht mehr lange geht hier. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, wie es in der nächsten Runde weitergeht und sehen uns gleich wieder. So, ich sag Banzai. Muss natürlich in jedem Spiel mal irgendwo sein, ne? Und greife jetzt hier mit dem Trupp den Ingenieurtrupp von Christian an. Kommt natürlich locker ran. Genau. Dadurch hat die Truppe auch automatisch einen Pin verloren. Genau, die hatte ja 3, also damit zu schießen wäre eigentlich auch Quatsch gewesen. Und deshalb... War das über 6 Zoll? Ja. Dann kann ich noch Abwehrfeuer machen, ne? Du kannst... Das will ich auch. Ich habe nämlich einen Flamer. Ja. Wenn der da schießen kann. Warum soll er nicht schießen können? Ja. Man kann mit allen Waffen schießen und nochmal Abwehrfeuer machen. Ja, und das werden wir tun. Ja. Ja, ich suche mal die Würfel zusammen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, hier stand einmal ein Ingenieursteam. Die wurden durch einen Banzai sowas von weggefegt. Ich konnte keinen Treffer bei dem Abwehrfeuer landen und naja, dann hat Chris super gut gewürfelt und ja, Glückwunsch, ein Würfel gewonnen. Das war geschafft, ne? Ein super Wurf. In der Paradedisziplin der Japaner. So sieht's aus. So, das war die 6. Runde. Wir sind am Ende. Eine Folgerunde gibt es nicht. Ja, was ist passiert? Eigentlich nicht mehr so viel. Christian hat mit seinem Flamer hier das MMG ausgeschaltet. Dieses MMG hat nochmal versucht, den Soldaten hier aufzuhalten. Hat es nicht geschafft. Der Offizier hat es ebenfalls versucht. Er ist nicht gestorben. Dann auf der anderen Seite hat Christian seine Fallschirmjägertruppe es gepackt und konnte ins Hinterland vorstoßen, haben praktisch die Punkte eingeholt. Ja, der Alligator hat ja, noch ein bisschen nach Feinden gesucht, keine gefunden. Mein Observer hat sich verkrochen, der hat auch keine Lust mehr. Und ja, hier am Strand ja, hatte sich ja nochmal so ein Showdown entwickelt. Ein paar Japaner sind noch gestorben durch die Marines. Genau. Ja, aber das Boot, ja, die restlichen wollten einfach nicht rauskommen. Nee, die haben sich jetzt 5 Runden da drin ausgeruht. Sagenhaft, die Jungs, ehrlich. Ja, dann würde ich sagen, Kommen wir zum Fazit. so sieht's aus. Ja, Leute, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Das war ein mächtiger Schlagabtausch, würde ich mal so behaupten, oder? Ja, das würde ich auch so sehen. Das, wovor ich Angst hatte, das ist gar nicht eingetreten, dass mir die Boote abgeschossen werden. Ja. Das hatten wir ja schon mal in Battleground Europe, genau. Szenario. Da bin ich mit Das 6 war Landungsbooten angekommen, Ja. die wir damals noch mit Büchern gepoppt haben. Richtig, genau. Ich habe glaube irgendwo noch ein Foto davon. Ja, ich glaube. Die Mülltüten Und- als Gewässer, ja. Genau, richtig. Und haben da, glaube ich, nur 2 Landungsboote anlanden können. Ne? Ich glaube, 4 Stück hast du mir weggeschossen. Ja. Genau, das war schon ziemlich heftig. Deswegen habe ich heute da eigentlich auch Angst vor gehabt. Das ist ja die erste Anlandung, die wir seitdem wieder spielen. Und
Ja, hat aber ganz gut geklappt, finde ich. Also anwendungstechnisch gut. Wir haben jetzt nicht so viel Wasser gehabt wie bei dem anderen Szenario. Das hat aber ganz gut funktioniert. Ja, wir haben jetzt im Endeffekt das Szenario etwas auch verkürzt. Wir hatten ja am Anfang gesagt 7 plus eine optionale Runde. Wir haben hinterher gesehen, dass das doch alles relativ gut balanciert ist, wenn wir 6 plus eine optionale spielen. Ja, das hat ausgereicht. Die optionale haben wir nicht gewürfelt. Dementsprechend sind wir jetzt nach 6 zu Ende gewesen und haben einen Unentschieden. Haben tatsächlich einen Unentschieden. Genau. Der Chris hat verhindert, dass 2 meiner Einheiten über die Tischkante gehen. Ich habe eine Einheit rausbekommen, habe das Zusatzziel noch erobert, beziehungsweise platt gemacht, die 88er. Genau. Immer noch ein tolles Modell, wo ich sie gerade hier vor mir sehe. Echt klasse. Und habe im Grunde genommen meine Mission nicht durchziehen können dadurch und dadurch haben wir einen 6:6 erwirtschaftet. Ja, also ich fand das auch wirklich erstaunlich dann doch. Also es war, glaube ich, die Situation, also der Break, wo der Ari-Schlag das getan hat, was Der hat mir das Genick gebrochen, definitiv. Sollte. Ja. Er hat meine Leute aufgehalten. Weil du dann kontinuierlich für die Pins, die ich eigentlich nicht so extrem fand, aber immer nur hoch gewürfelt hast. Genau, ich habe die Moraltests entsprechend immer versaut und das hat mir das Genick gebrochen, meine Mission hier zu erfüllen. Richtig. Zudem bin ich nur mit kleinen Teams nach vorne gekommen, die du mit den MGs immer relativ gut behagt hast und dadurch auch relativ schnell weggeschossen hast. Ja. Hat gut funktioniert, wie es sein sollte, aber dann halt der Ari-Schlag wirklich als Brechpunkt. Richtig. Auf meiner Seite. Das hat wirklich geklappt, auch wenn er jetzt eine Runde später kam, ne? Ja, genau, richtig. Und durch die Verlagerung halt der großen Infanterieeinheiten, die ich hatte, zur rechten Flanke halt, konnte ich da auch noch ein bisschen noch weiter das Ganze zurückdrängen, dass du halt noch mehr zu tun hattest, ne? Und ja gut, die linke Flanke war dann halt in Vergessenheit geraten, deine Fallschirmjäger konnten durchmarschieren, da hast du die Punkte bekommen. Das ist halt irgendwann auch die Situation, wo man sich entscheiden muss. Kann dann richtig gewesen sein, kann aber auch vollkommen lost gewesen sein. Genau. Ja, ein Highlight fand ich noch die Geschichte hier mit dem Panzer. Ja. Dass deine Jungs hier den Panzer angegriffen haben. Man merke, mit Open Top nicht zu nah ranfahren. Ja. Das ist auch nicht gerade sinnig. Ansonsten hat der auch sehr gut funktioniert, finde ich, dieser Panzer. Auch alleine mit der leichten Haubitze schon drauf. So eine fahrbare leichte Haubitze. Richtig, Der hat auch schon ganz schön Bums. Ich würde sagen, es hat wieder Spaß gemacht, oder? Eine Menge Spaß gemacht, ja. Wir hatten ein gutes Spiel. Es hat länger gedauert, als wir das dachten. Wir sind jetzt knapp 6 Stunden am Spielen gewesen. Ja. Dabei haben wir gar nicht so viele Regeln gewälzt. Wir haben ein paar Mal nachgeguckt. Nee, nicht, ne? Aber es hat irgendwie gedauert, ne? Ja, irgendwie schon, weil man dann doch hier und da nochmal geguckt hatte, wie machst du es jetzt am sinnvollsten, ne? Keine Ahnung, wo da die Zeit geblieben ist. Ich weiß es auch nicht. Vor allem, wir haben ja noch nicht mal großartig beide Seiten 1000 Punkte oder so, sondern das hat einfach gedauert. Ja. Aber naja, so dafür ist das halt, ne? treffen wir uns ja an einem Abend, damit wir nicht... So sieht's aus, genau. Ja. Ja, dann würde ich sagen, die Runde ist beendet. Genau. Das nächste Mal wieder Kampagnenzug. Nächstes Mal Kampagnenzug, genau. Und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage und Wochen auf Guadalcanal so bringen. So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, da verabschieden wir uns. Genau. Wir sagen einfach bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's Haut gut. rein. Ciao. Tschüss.